Mir ist gerade mein Bus abgefackelt. Guckt euch jetzt an. Scheiße, Qualm brennt da oben noch. Guten Buongiorno wünsche ich. Ich bin Manu. Dit ist so Janka, kleine Maus. Und wir leben in der dicken, haarigen Bertha. Der Sponsor des heutigen Videos ist EcoFlow und da möchte ich euch heute die Delta 2 von EcoFlow vorstellen. Ein echtes Powerpaket mit einem hochwertigen Lithium-Eisenphosphat-Akku und einer Kapazität von 1024 Wattstunden. Der Akku ist extrem langlebig und mit über 3000 Ladezyklen. Danach ist er aber nicht kaputt, sondern hat immer noch eine Kapazität von 80%. Und laden geht zum Beispiel über den Zigarettenanzünder. Die sehr hochwertig verarbeitete Powerstation kann natürlich auch über Solar mit bis zu 500 Watt geladen werden. Und das passende Solarpanel mit 220 Watt Peak nimmt nicht nur wie sonst immer üblich das Sonnenlicht auf der Vorderseite auf, sogar die Rückseite nimmt noch zusätzlich das Umgebungslicht auf. Doch am schnellsten geht das Laden der Delta 2 wohl an der Steckdose. Mit 230 Volt bietet die EcoFlow Delta 2 wirklich herausragende Ergebnisse. Mit der sogenannten EcoFlow Extreme Schnellladung wird die Powerstation in 50 Minuten von 0 auf 80% Akkuladung geladen. Und das ist wirklich eine krasse Leistung. Wenn ich unterwegs bin, sind zwei Dinge entscheidend für die Powerstation: Größe und Gewicht. Mit ihren 12 Kilo ist die Delta 2 deutlich leichter als die meisten in ihrer Klasse und noch dazu super handlich. Aber der Oberhammer: dank des starken 1800 Watt Wechselrichters könnt ihr bis zu 13 Geräte gleichzeitig anschließen. Mercedes 609D von 1993, ein Ex-Polizeifahrzeug von der Berliner Polizei, nennt man auch liebevoll die Berliner Wanne. Dieses Gerät hat wahnwitzige 86 PS, aber gespeist aus einer 4-Liter-Maschine. Eine Besonderheit bei der Berliner Wanne ist, dass der Schiebetüren hat. Vorne Fahrer- und Beifahrerschiebetüren. Kannst du theoretisch auch im Sommer einfach mit offener Tür fahren. Was ich auch manchmal mache, darfst du aber niemandem verraten. Ansonsten sehr schön, was ich auch nicht wegmachen möchte, sind die Einschläge von den Steinen, wo die Demonstranten da jetzt gerne mal die Steine gegengehauen haben. 1. Mai-Demo, sage ich nur. Und ja, die bleiben, das ist Geschichte. Und deswegen bleiben die so, wie sie sind. Die Idee, in einen Bus zu ziehen, die ist eigentlich vor 10 Jahren entstanden. Ich bin damals Longboard Downhill gefahren und ich hatte so meine Crew und wir sind durch alle Herren Länder gefahren. Wir haben bei Events teilgenommen, sind auch wochenlang in Urlaub gefahren zum Downhill fahren und dafür mussten wir halt immer ziemlich weit fahren, weil wir in Berlin keine Berge haben. Und da hatte dann mein Kumpel die Idee: na komm, ich kaufe mir mal einen Bus und ich baue da ein Bett rein. Und seitdem sind wir dann mit seinem Bus durch die Gegend gefahren und da habe ich dann gemerkt, wie schön das eigentlich ist, sein Bett dabei zu haben. Und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, da ich auch keine Lust mehr hatte, in WGs zu wohnen und ich zu geizig bin, um mir eine eigene Wohnung zu organisieren. Ja? Und in Berlin willst du sowieso nicht nach einer Wohnung suchen, weil sich da irgendwie 600 Leute um eine Wohnung kloppen. Und da habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Überhaupt nicht. Ich fand diese Bullenkarren schon immer geil, die in Berlin rumgefahren sind. Einfach von der Optik her, wie der geschnitten ist. Also alle, ich finde den so wunderschön und den habe ich dann halt bei so einem Händler gesehen. Und bin eigentlich nur vorbeigefahren, um mir den mal anzugucken. So, ja, sieht aber schön aus. Und dann wollte ich mir den reservieren. Meinte so, kann ich vielleicht doch mal überlegen, in 2 Monaten oder so, könnt ihr den irgendwie reservieren? Dann meinte er so, nee, musst eine Voranzahlung machen. Und dann habe ich einfach gesagt so, okay, alles klar, ich mache jetzt eine Voranzahlung. Und damit war es eigentlich schon meiner gewesen. Ja, die traurige Story begann auf dem Weg nach Spanien. Mein erster Spot war Leipzig. Da habe ich meinen See, da ist so ein Parkplatz, da kann man am See ein bisschen abhängen. Da übernachte ich dann meistens das erste Mal.
Und das war Ende Dezember, wo es so schweinekalt wurde. Und wir hatten morgens noch -8 Grad. Der Ofen, der rannte auf voller Last. Gehe mit Sojanka raus, ein bisschen am See spazieren, kam wieder zurück und ja, ich habe nur gesehen, wie eine Dampfwolke aus dem Dachfenster rauskam und bin hingerannt, habe die Tür aufgerissen und habe halt gesehen, also die ganze Karre war voller Rauch, man konnte gar nicht mehr sehen. Mir ist gerade mein Bus abgefackelt. Kriegt euch jetzt an. Ich hatte Feuerlöscher dabei, konnte so ein bisschen was löschen, aber ich hoffe, dass es jetzt auch erstmal aus ist. Shit. Mein Fenster ist komplett im Arsch. Alles runtergeschmolzen. Alles verbrannt. Kann froh sein, dass der nicht komplett weggebrannt ist. Fuck. Da musste das Handtuch, als ich rausgegangen bin, musste das Handtuch sich auf den Ofen gelegt haben oder vor den Ofen gelegt haben. Hat sich entzündet und Scheiße, Qualm, bitte brennt da oben noch. Dir geht, glaube ich, nichts durch den Kopf, außer mein Leben brennt hier gerade ab. Und dann war ich im Automationsmodus. Was muss ich jetzt machen? Feuerlöscher schnell löschen, bevor der mir komplett abfackelt. Also ich habe so eine Angst gehabt, dass ich das Feuer nicht mehr unter Kontrolle kriege und dass der mir wirklich vor meinen Augen abfackeln würde. Das wäre der absolute Worst Case gewesen. Und dann musste ich mich entscheiden, so fahre ich jetzt weiter nach Spanien oder drehe ich jetzt um und bleib in Berlin und versuche den Bus wieder hinzukriegen. Und die Entscheidung war halt nicht einfach, weil hier drin sah es wirklich schlimm aus. Also die ganze Decke war komplett verkohlt, das Fenster hing zur Hälfte runter, das war furchtbar. Es hat gestunken wie Sau. Und dann habe ich gemerkt, so, das macht ja keinen Sinn, weil du willst im Winter nicht draußen jetzt irgendwie neue Sachen bauen, rumsägen müssen und so weiter. Das kann ich ja in Spanien viel besser. Das größte Problem allerdings hat sich dann rausgestellt, war der Geruch gewesen. Also die erste Nacht im Bus war wirklich furchtbar. Das hat alle gestunken nach, als wenn du im Lagerfeuer sitzen würdest. Die Decke hat ja auch gestunken. Also meine Bettdecke, die war voll gesogen von diesem krassen Holz-Kohlegestank. Ich habe mir hier drin Räucherstäbchen angemacht und mir das quasi fast vor die Nase gehalten, weil ich irgendeine Ablenkung brauchte von diesem beißenden, fiesen Geruch. Am selben Abend lief mir auch ein Tränchen über die Wange. Ja, das kann man ja auch mal zugeben. Also irgendwann realisierst du einfach, was hier eigentlich passiert ist. Also weil du siehst es eigentlich, alles ist verbrannt, aber du kannst es noch ja nicht verarbeiten. Und ich glaube, erst nachdem der Schock so weg war, kam das so an, ja, und dann habe ich auch mal geheult, natürlich. Aber ich bin auch so ein Stehaufmännchen, also ich lasse mich nicht unterkriegen von so Sachen. Ich habe dann relativ schnell, schon am zweiten Tag eigentlich, wo ich hier das verbrannte Holz rausgeschmissen habe, habe ich gemerkt so, nee, ich lasse mich nicht unterkriegen. Das ist mein Zuhause, das muss weiterhin. Ich fahre nach Spanien, ich will, dass der Bus wieder schön ist. Also man sieht auf jeden Fall noch deutliche Brandspuren von dem Brand, der hier drin stattgefunden hat. Hier hinten ist noch alles schwarz angekokelt. Mein Batteriecomputer funktioniert Gott sei Dank noch, aber ist auch komplett angeschmort, wie man sieht. Meine Axt hat es auch hart erwischt. Hier war mal ein Thermometer, das ist auch verschmolzen. Also wie man sieht, hier ist auf jeden Fall noch überall schwarzes Holz. Das muss ich auch alles noch abschleifen, was ich hier in Spanien auch noch machen will. Man sieht hier halt eben überall noch das Armaflex. Das ist auch schon total knusper. Das stinkt auch noch verbrannt. Das muss auch alles rausgeschmissen werden, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Das kann ich hier in Spanien leider nicht machen. Ich habe auch die ganze Decke hier abgeschnitten, weil das hier komplett hier verbrannt war. Diese Dachfenster ist neu. Das habe ich in Spanien auch schon eingebaut. Das alte war auch angeschmolzen. Das hat man nicht mal mehr aufgekriegt. Das sah ganz furchtbar aus. Also ich bin auch froh, dass das jetzt hier drin ist, weil du wolltest nicht, wenn du im Bett liegst, dieses verbrannte Stück Plastik da oben sehen. Die Decke war mal bunt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die war knallebunt. Und ja, sieht man ja, ne? Es ist total verraucht, braun.
das muss auch alles raus und restauriert werden. Und das mache ich halt, wie gesagt, auch in Deutschland, weil ich hier die Mittel dazu nicht habe. Aber auf der Seite hier, wenn man sich das hier mal anguckt, hier ist ja die Wand schon weiß. Ich habe hier die komplette Wand schon immer abgeschliffen und behandelt. Deswegen fühle ich mich auch mittlerweile schon wieder ganz wohl hier drin. Weil wenn ich hier sitze, sehe ich diese neu gemachte Wand, ja, und hier ist alles eigentlich wieder heile Welt. Ich darf nur nicht an die Decke gucken und ich darf auch nicht zu dieser Seite gucken, ja, weil es einfach schlimm aussieht. Wer den Bus kennt, wie er vorher ausgesehen hat, das war halt wirklich wunderschön und wunderschön bunt. Und ja, ich verdränge das einfach ein bisschen, damit ich keine schlechte Laune kriege. Hier oben die Wand, die war auch angefackelt gewesen, die musste ich bis hierhin abschneiden. Und habe aus den Reststücken von dieser Panelwand schon mal hinterm Ofen die Wand hier hochgezogen, neu aufgebaut. Da fehlt mir jetzt noch Material, das kann ich auch erst in Deutschland machen, dass ich dann den Rest der Wand wieder hochziehen kann und behandeln kann. Also hinter den Hängeschränken verbergen sich meine Klamotten. Zumindest das, was von den Hängeschränken übrig geblieben ist. Die muss ich halt auch nochmal neu bauen. Die sind halt auch ziemlich abgekokelt. Ich habe die nur ein bisschen abgeschliffen, damit es nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Und ich möchte euch aber ungern zeigen, wie meine Klamotten hinter diesen Schränken aussehen. Ja, kochen tue ich mit so einem Standard-Kartuschenkocher hier. Eine Gasflasche würde ja nicht reinpassen. Also eigentlich hätte ich lieber eine Gasflasche gehabt, aber ja, das passt hier einfach nicht rein. Und mit der Gaskartusche geht halt auch klar, muss man halt sich ein paar Vorräte anlegen und so weiter. Produziert halt viel Müll. Aber ich bin eigentlich bisher zufrieden. Ich mache das ja schon seit 3 Jahren mit dem Gaskartuschenkocher und ja, das läuft eigentlich ganz gut und mehr als eine Flamme brauche ich eigentlich nicht. Wobei aber, ich habe ja einen Ofen, einen Dieselofen und darauf kann man zum Beispiel die Nudeln durchkochen. Also wenn man gewitzt ist, ja, und es ist kalt draußen, man hat den Ofen sowieso an, kann man da Nudeln draufpacken und hier sein Süppchen dazu machen, ja, und das dann nachher zusammenklatschen, hast du schon was zu essen. Ja, hier kommen wir eigentlich zu so einer der wichtigsten Stücke hier bei mir im Bus. Das ist dieser Drehtisch hier, ja. Hier dran esse ich, hier arbeite ich auch dran. Kann während der Arbeit rausgucken, mir die Natur angucken, was ich eigentlich nicht machen sollte, denn ich muss ja eigentlich arbeiten. Ich habe eine Festanstellung als 2D-Animator. Wir entwickeln Spiele und ich bewege die Charakter und mache Effekte und so weiter. 3 Tage die Woche im Homeoffice. Seit Corona haben die halt umgestellt und seitdem kann ich halt von unterwegs aus arbeiten. Und ja, ich habe halt reduziert auf 3 Tage die Woche. Einerseits einfach, weil ich mehr Zeit haben, also ich möchte mehr Freizeit haben, als dass ich arbeiten muss. Und andererseits habe ich halt auch angefangen, YouTube zu machen. Ja? Ein paar Videos. Ich habe letztes Jahr angefangen, mit meiner ersten Spanien-Reise so das eher so wie so eine Art Tagebuch aufzubauen, dass ich für mich selbst was habe, so als Erinnerung. Und merke aber auch, dass mir das viel Spaß macht, dass es aber auch viel Arbeit frisst. Und perspektivisch, vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht kann man irgendwann davon auch ein bisschen damit irgendwie Geld verdienen. Und meine Couch ist quasi gleichzeitig auch mein Bett. In meinem alten Bus hatte ich ein Querbett verbaut und das war mir zu kurz, habe ich einen steifen Hals gekriegt nach einer Weile. Und hier habe ich mir gesagt, ich mache hier ein Längsbett rein, habe 2,10 Meter. Ich bin ja ein langer Lulatsch, wie man sieht. Ich bin 1,98 Meter groß und 2,10 Meter habe ich jetzt auch hier gemerkt, das ist wirklich eine sehr gute Länge und die brauche ich einfach auch, um gut schlafen zu können. Also in diesem Stadium hat es so 70 cm Breite und wenn ich drauf penne, dann ziehe ich das eigentlich nur ein Stückchen raus, ja, also das dreiteilt. So, Janka liegt gerade drauf, deswegen kann ich das nicht ausziehen. Jedenfalls haben wir hier 3 Teile, die kann ich ausziehen. Dann ziehe ich die Matratze ein Stück zurück und dann habe ich so 80 cm Liegefläche oder so. Das reicht für mich völlig aus über die Nacht. Ja, hier am Ende sind auch noch ein paar Schubkästen. Hier ist, keine Ahnung, alles Mögliche drin. Tabak, Elektronikkram, hier meine Kamera. Soja-Tee befindet sich da drin. Man weiß nicht warum. Chaos beherrscht mein Bus auf jeden Fall. Diese Schubkasten hier mache ich relativ selten auf. Ich weiß teilweise nicht mal mehr, was da drin ist. Ich weiß aber, dass hier Guavendicksaft drin ist. Also ich weiß, wenn ich was Süßes brauche, finde ich das in dieser Schublade. Was das andere ist, weiß ich leider nicht mehr. Darunter befindet sich die kleine Schublade von Sojanka. Hier ist alles Mögliche drin, so ein bisschen
dazu Fratzen, Leckerlis, Leine und so weiter. Genau. Und da drunter war eigentlich mal gedacht als so Weinregal. Da konnte man so 4 Flaschen Wein so reinstellen, ja. Und dann habe ich gemerkt, ich brauchte das eigentlich ja nicht. Und ja, hier kommt jetzt alles drin, Öl, alles was so größere Flaschen anbelangt und so, kommt alles hier drin. Geht doch gerne mal während der Fahrt auf. Ich habe hier noch ein Emaille-Waschbecken, was glaube ich so fast jeder mittlerweile hat. Das war aber nur eine Schüssel und ich habe dann quasi den Ablauf da selber reingebaut. Würde ich aber nicht nochmal machen, denn hier in dieser Schüssel hat man so eine kleine Rundung und da verfängt sich das Wasser und der ganze Dreck. Und deswegen sieht das auch nicht mehr ganz so sauber aus, ja, weil hier immer so eine Pfütze drin hängt. Was ich sehr schön auch noch finde am Busleben, ist, dass sich das komplette soziale Leben verändert. Und ich habe zuerst gedacht, wenn ich in so einen Bus ziehe, dass das sehr, sehr einsam sein wird. Ja? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also ich muss mich teilweise selber zurückziehen in die Pampa, alleine fahren, um mal meine Ruhe zu haben, weil du triffst halt ständig Leute. In Berlin habe ich jetzt auch einen Freundeskreis mehr oder weniger, die auch in Bussen wohnen. Man trifft sich an irgendeinem Platz und ist halt in Gesellschaft. Ja, die Dusche ist allerdings auch gleichzeitig meine Rumpelkammer. Denn ja, anders wie bei anderen Ausbauten, wenn du ein Querbett hast, dann hast du da drunter viel Stauraum und so weiter. Und das ist in meinem Bus einfach nicht möglich gewesen. Und deswegen muss ich den Stauraum halt anders generieren. Das heißt, in der Dusche habe ich auch so ein bisschen groben Kram, den ich nirgendwo so wirklich unterbringen kann. Also zum Beispiel meine Gießkanne, wo ich Frischwasser auffüllen kann, wo ich meinen Tank befüllen kann. Das Hundefutter, mein Klo ist da drin. Ja, meine Jacken zum Aufhängen und so weiter, ne? Weil sonst ist nirgendwo kein Platz dafür. Die war nach dem Brand komplett schwarz dunkelbraun schwarz verruchst. Das habe ich grob schon sauber gemacht. Eigentlich war das mal weißer Bootslack. Das Dachfenster hat auch einiges abbekommen. Da kann man auch mal sehen, wie heiß das hier drin gewesen sein muss. Denn das hat ja vorne gebrannt am Ofen. Das kann man ja auch ganz gut sehen. Ist halt auch total keimig und verbogen von der Hitze. Ja? Das muss ich auch noch austauschen, wenn ich wieder in Berlin bin. Wir befinden uns jetzt gerade hier im Fahrerraum. Und ich habe erst letztes Jahr tatsächlich hier Hängeschränke angebracht, um noch mehr Stauraum zu haben. Hier zum Beispiel ist Dreckwäsche drin, wo ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen möchte, wie das da drin aussieht. Und hier oben ist mein Gasvorrat drin und Küchenrollen, Klopapier und alles, was ein bisschen sperrig ist, das ist halt hier vorne drin. Spannend ist vor allen Dingen auch, wo man seinen Kram verstaut. Denn man muss ja auch bei so einem Auto drauf aufpassen, wo ist der Schwerpunkt, wo packt man die schweren Sachen hin, wo kommen die leichten hin. Und da die Karre vorne sowieso schon sehr schwer ist und das ganze Auto schon eine leichte Keilform hat nach vorne, kommen hier halt eben nur leichte Sachen drin, ne? Also alles, was nicht viel wiegt. Alles, was man hier so sieht, das ist ein Gesamtkonzept, was ich mir vorher überlegt habe. Denn mir ist halt Design wichtig, mir sind Farben wichtig. Und dementsprechend habe ich da vorher auch ganz viel experimentiert, gerade was die Farben hier anbelangt, mit Pigmenten gespielt und Fußbodenöl und so weiter. Da fließt eine ganze Menge Gehirnschmalz mit rein. Also für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich den Bus hier wieder richtig schicki machen möchte, dass ich mich drin wieder wohlfühle. Ich möchte auch wieder eine bunte Decke haben. Ich will einfach, dass der richtig fresh aussieht. Ja, ich lasse mich einfach nicht von irgendwelchen Ängsten leiten und einschränken. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich habe halt auch einfach so Vertrauen ins Universum und Vertrauen, dass alles schon weitergeht.